Wer hat Ronan ermordet? Der gute Mann? So heißt unser neuer Fall. Und wir fragen uns, wer war Ronan wirklich? Er war in einem Stadtteil, den er so nicht kannte, und er trug fremde Kleidung. Führte er ein Doppelleben? Ich habe jetzt einfach mal ganz kurz das nochmal versucht wiederzugeben. Wir haben ein paar Aufgaben. Wir müssen den guten alten Darius suchen von der Topple-Lane. Moment, nein, aus der Opiumhöhle. In Chomley, glaube ich, heißt das. Und da müssen wir Ronans Wohnung durchsuchen und einen Tierpräparator aussuchen. Das kriegen wir hin. Wir waren gerade hier und... A very wise man once told me, never go poking around the back rooms of bakeries. I think you'd do well to heed that advice. Stellen ein Glas Kaffee hier. Wir trinken. Ja, gestern war ich, man hat es vielleicht gemerkt, sehr, sehr, sehr müde. Ich habe von der Nacht, wo ich jetzt aufnehme, von vorgestern auf gestern, nahezu gar nicht geschlafen. I was beginning to wonder when you'd show up. Nahezu gar nicht geschlafen und das wird zu laut. Mann! Well, wonder no longer. I'm here and I need to see Dr. Edward. Oh, I see how it is. He helped you solve a case, and now you don't have time for us lowly front desk clerks. That's just the way it goes, Upton. Maybe next time you should pick a nicer coffee house. Right. You know the way. Snelling isn't in today, so you're all clear. Well, that's a relief. Sehr, sehr wenig geschlafen. Ich glaube, 2 Stunden, vielleicht 1,5, sowas in der Art. Vielleicht 2,5, irgendwie so. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Alle Techniken angewandt, die ich kannte. Hab mir sogar richtig desperate am Ende so ein Schlafhypnose-Video auf YouTube angeguckt. Ja. Hat nicht geholfen. Und deswegen war ich so müde. Ich hoffe, die Qualität von meiner Moderation hat da jetzt nicht abgenommen. Ja, heute ist es besser. Da habe ich deutlich mehr gepennt. Und jetzt geht's los. So, Dr. Edwards. Altes Kamuffel. Was ist denn hier passiert? Achso, das ist der Deckel. Ich dachte, das ist was ausgekippt. I hope I'm not interrupting anything, Edwards. Ah, Fordham. Always a pleasure. Have you got time for some questions? Of course. Der freut sich immer, wenn wir da sind. An wen erinnert mich der? An Roland Kaiser? Ein bisschen. So braun gebrannt. Ein bisschen ründlicheres Gesicht. Haare nach hinten gegelt. Na gut, kann ja fast jeder sein, ne? Ah, nee, das nicht. How's the coroner business? Things have been pretty dead around here lately. Don't quit your day job, Edwards. Ach so, oh Gott, ich hab's nicht gecheckt, jetzt erst. What are your thoughts on the election? There was an election? Ach du Scheiße, da verschluck ich mich was in meinem Kaffee. I think our friend Edwards needs to get out a bit more. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So what can you tell me about Ronan Lespay? Lespay, okay. Oh, ist gut, dass ich das nicht versucht habe auszusprechen, sondern bei Ronan geblieben bin. Ich hätte sowas gesagt wie Espagne oder sowas. Obwohl hier kein N hier drin ist, aber wahrscheinlich trotzdem. Caucasian male, approximately 27 years old, died of blood loss as a result of being shot at close range. He was brought in 4 nights ago. I performed the postmortem the following day. After that, his next of kin was contacted. I believe his sister came to identify the body. Any personal opinions on what might have happened? Well, the fact he was shot at such a close range would suggest it was done by someone he knew. Das habe ich nie verstanden. Also aus Close Range erschossen zu werden. Es kann gut sein, dass das so... Das ist natürlich... Seine Variation hier von der Geschichte, die er da darbietet, kann natürlich 100% stimmen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie was falsch interpretiere, aber wenn ich zum Beispiel mal in einer City bin oder im Club bin oder sowas... Gott, ich sage City tatsächlich unironisch in einem Satz. Ich bin echt alt geworden. Ach du Heiliger. Als ich in der Innenstadt war und da mit ein paar Freunden was getrunken habe, egal wann. Also das kann ja sein vor 10 Jahren oder wir in den Club gegangen sind oder so. Da gab es durchaus
Leute, mit denen man sich dann gestritten hat, genau, ein gestritten, die auf einen zukamen und die standen auch dann in nächster Nähe. Da können sie mich ja auch erschießen. So nur jemanden jetzt aus der Verdächtigenliste rauszukegeln, weil er nah dran stand, halte ich nicht für ratsam. And robbery doesn't appear to be a motive, since his wallet was found on the body with money in it. Oder er hat was anderes mitgenommen, wo wir gar nicht wussten, dass es dabei hat. Denk da mal dran. Beyond that, your guess is as good as mine. Better, I hope. Did the post-mortem reveal anything? Quite a few things, actually. Uh, Mr. Lespay was extremely inebriated when the shooting took place. also der hat sich in der Kneipe richtig einen angesoffen. There was enough alcohol in his blood to presume he had been drinking for hours before his death. Ach du Schande. I also managed to remove the bullet from his heart. It's a .36 caliber lead ball, standard revolver shot. Jetzt können wir es mit der Pistole abgleichen. It shouldn't be too hard to match to a weapon, provided you can find it. Ja, wie durch Zufall. I found this pistol at the scene of the Lespay crime. Could you take a look and see if it was used to murder him? It's all slimy. Where was it? Sitting at the bottom of a storm drain. Oh, I suppose that's not as exciting as finding it inside someone's intestines. Oh mein Gott. Did I ever tell you about that post-mortem, by the way? Nein. No, I certainly don't want to hear about it now. How long will it take you to analyze that pistol? I should have something conclusive within the hour, if you don't mind waiting. No, it'll give me some time to gather my thoughts. Right, I've concluded my analysis, and this gun was definitely used to shoot Mr. Lespay. The bullet I removed from his body is a perfect match. Thank you, Edwards. That is extremely helpful. Ich habe mal gelesen, dass man sogar so abgefeuerte Kugeln mittlerweile so analysieren kann, dass du gucken kannst, wie die Abreibungen außen an der Patrone so innerhalb des Laufs der Pistole. Wie abgefahren? There's one more thing. I cleaned off some of the muck and found the initials JB etched into the handle. JB. Jerry B. Anderson vielleicht. Interesting. My expertise with guns is purely forensic, so I can't determine if this is the gun's maker or the initials of its owner. That's going to have to be your job. Thank you, Edwards. Help is always appreciated. Die Waffe ist natürlich nur das Werkzeug. Muss dann jetzt nicht unbedingt der Eigentümer sein, der damit geschossen hat. Wenn er das in Regengully versenkt hat, dann glaube ich auch nicht, dass das ein geübter Killer war. Also da wäre ich ja lieber abgehauen und hätte die irgendwo anders zerlegt oder vielleicht als Killer so kalt gewesen, sie behalten. Wer weiß. Did you notice anything unusual about the clothes Mr. Lespay was wearing? Unusual? Not really. They seemed a bit big for him, but that's all. His sister seemed convinced that they didn't belong to him. Okay. That's a distinct possibility, but I couldn't say for sure. He could have just been a sloppy dresser. Mhm. Ja gut, damals kann man sich ja, also damals sind ja alle mit, ne, wie man es hier sieht, mit Hemd oder sowas und Weste und mit Jackett rausgegangen und so. Heute tatsächlich, das beobachte ich so als Mentalboomer, dass viele junge Leute mittlerweile in Jogger und so rausgehen, ne? Wäre für mich damals undenkbar gewesen. So zum Einkaufen in Jogginghose. Finde ich krass. Und zwar immer diese grauen, die damals bei uns richtig verpönt waren. So, oh Gott, so obdachlos. I'll be going now, Edwards. Take care, Fordham. And remember, not everyone gets to leave the morgue alive, so consider yourself lucky that you can. Ja. Müssen auch unsere Ehe noch irgendwie mal ein bisschen retten, ne? Gut. Hier gucken wir mal nicht rein. So viele Dinge. Die Wohnung. Opiumhülle hier ist beides nichts. Hier ist nichts. Ich möchte in die Wohnung. Oh. Quite the collection of exotic items in here. Ronan appears to be a seasoned world traveler. Also das finde ich richtig cool. Ich habe hier auch so eine Maske hängen. So eine in der Art hier. Ein bisschen länger gezogen. Hier glitzert was. Weltkarten hängen bei mir in der Bude auch überall. Ich finde das irgendwie cool. Ich finde das irgendwie cool, so Weltkarten bei sich zu haben. Ich habe auch so eine, wo ich so abscratchen kann, wo ich schon überall war und so. Und das ist irgendwie, ach, ich mag das. Bisschen kitschig, aber ich mag das.
or at least knows someone who is. This one is scarier than the other masks. Wait a moment. I think I saw something shiny in the back of the mouth. Na. Schön. Das finde ich immer ein tolles Adventure-Element, wenn es ab und an mal so glitzert. How about that? A perfect hiding place for a key. Aha. Erstmal gucken wir uns um. Ronan's book collection mostly consists of cheap pulp adventure novels, but this top shelf looks interesting. It's in another language, but it appears to be a Bible. Mhm. No title, and it appears to be blank. I wonder if Ronan just kept empty books on his shelf to appear well read. Ja, oder du machst das mal auf und guckst mal, ob da drin einfach ein Geheimfach ist. Oh Gott. Das Känguru ist eine wundersame Kreuzung aus Hase und Esel. Das glaube ich stimmt nicht. Und verfügt als Beuteltier über einen Beutel, in dem der Nachwuchs bis zur Reife heranwächst. Das Känguru ist ein Pflanzenfresser und reißt mittels kräftiger Sprünge seine Hinterläufe. Koalas mögen auf den ersten Blick wie kleine Bären erscheinen, sind aber tatsächlich Beutetiere. Wie beim Känguru verbringen Jungtiere ihre ersten Lebensjahre im Beutel ihrer Mutter. Koalas verbringen viele Stunden am Tag mit Schlaf und ernähren sich hauptsächlich von Blättern des Eukalyptusbaumes. Afrika. Ein ausgewachsenes Spitzmaulnashorn erreicht eine Schulterhöhe zwischen 150 und 175 Zentimetern. Krass, das ist größer als ich. Und eine Kopfrumpflänge von 350 bis 390 Zentimetern. Ausgewachsen wiegt ein Bulle zwischen 850 und 1600 Kilogramm. Krass. Gelegentlich werden bei manchen Tieren aber auch bis zu 1800 Kilogramm erreicht. Kühe sind kleiner als die Bullen, das ist ja normal so, ne? Im Tierreich. Oh Gott. Ein afrikanischer Elefantenbulle wird 3,2 bis 4 Meter hoch und wiegt zwischen 4700 und 6048 Kilogramm. Kühe werden zwischen 2,2 und 2,6 Meter groß und wiegen zwischen 2160 und 3232 Kilogramm. Waldelefanten sind etwas kleiner und die Bullen erreichen hier Größen von 2,5 Metern. Ich habe mal gehört, die Ohren sind bei den Elefanten dafür da, um Hitze abzugeben. Stimmt es? So. Heimliche Bräuche im Ohr. Das lese ich wann anders. Ich habe gerade sehr... Oh Gott, was ist das hier? Lese hier das Buch im Spiel. Cool, Bücherwurm. Ich habe gerade sehr doll Katze im Hals, da kann ich das jetzt nicht machen. I had an illustration that looks similar to that one. I guess Ronan won't be realizing his world travel dreams now. Death really has a way of messing up your plans. Ja, das stimmt wohl. Und vielleicht, also der eigene natürlich, aber auch der von geliebten Menschen ist dann natürlich auch nicht förderlich. Im Gegenteil. Also ich möchte nicht die ganze Welt bereisen, aber ich möchte, also ich habe noch ein Ziel auf jeden Fall, was ich unbedingt machen muss, solange ich lebe. Also ich habe ja auch noch, wenn alles gut läuft, ein paar Jahre. Aber bevor man auch alt ist und sowas, meine ich damit. Und ich will die Osterinseln mir angucken. Unbedingt die Osterinseln angucken und diese tollen Maui-Statuen mir ansehen, die da wie von Geisterhand hingestellt sind. Das will ich unbedingt machen. Das ist wirklich eins meiner Lebensziele. Das ist super teuer, weil man ja natürlich erstmal von Europa nach Santiago de Chile fliegen muss und von da aus dann noch mit einem kleinen Flugzeug auf die Osterinsel. Super heftig, aber das will ich auf jeden Fall irgendwann mal machen. Das ist so, ja, wirklich ein Lebenstraum. Ich habe früher als Kind halt so Bücher über so Übernatürliches und wie funktionieren Pyramiden? Sind die Pyramiden gar keine Grabmäler, sondern eigentlich, keine Ahnung, antike Raketenabschussbasen, sowas, was da immer drin stand in diesen Büchern. Unter anderem eben auch die Statuen und dass sie Wächter der Insel sind und sowas. Und mega interessant, das will ich auf jeden Fall mal machen. So. Ronan wasn't too concerned with comfort, apparently. This is hardly bigger than a bunk at sea. Ja, vor allen Dingen, was ist da, wenn er mal die Ladies mit nach Hause bringt?
Ronan wasn't. Ah, Just looking at this painting is making me feel seasick. okay. Now to find out what Mr. Lespay finds so precious. Gut, in dem Sekretär ist das jetzt nicht gut versteckt, ne? Da musst du schon das aufknacken. Beziehungsweise, wenn du wirklich ran willst, nimmst du ein Messer und haust dich hier oben durch. Das sind ja meistens nur so Lamellen. Aha. A model of the SS Joondalup. Looks like a merchant vessel to me. Mhm. This one appears to be from Emily. Von Emily. Mhm. Ooh, this teacup could use a washing. I'd be surprised if it isn't permanently stuck to the desk. They appear to be a pair of letters from Ronan's landlord. Empty. Too bad. Warum ist es so laut? Es tut mir wirklich leid, Leute. Es wird nochmal laut. Achtung, macht vielleicht das Handy leise. Aha. Aha. A letter from someone called Jimbo? Das J würde schon mal passen. Ronan, nächste Woche ist es 1 Jahr her, dass wir uns kennengelernt haben. Ich kann ehrlich behaupten, dass sich mein Leben seither in jeder Beziehung zum Besseren gewendet hat. Und ich werde den 8. Juli immer als besonderen Tag in meinem Herzen tragen. Ich kann es nicht erwarten, dich wiederzusehen. Jimbo. Looks like you found Ronan's journal. Perhaps this will be able to give us some more insight into what he was up to before he died. Ja. There are 2 entries, one from this year and one from last. Ja, beide bitte lesen. So, start with last year's. July 8th, 1843. I've decided I need to get out more, so I'm going to a club in Gascon tonight. Ja, okay. Stuffing animals has taken its toll, and I need to talk to someone who isn't Emily or my coworkers. Gerald told me about a place called the Crimson Cat. I'll try it, and if I don't enjoy myself, I'll just come home. Da waren wir auch schon im Crimson Cat. Now for this year's entry. July 8th, 1844. Today is our 1-year anniversary. We're going to meet at the Cat again. Unser Jahrestag. Hot Take. Ist er vielleicht schwul und versucht das zu verstecken? Und der Jimbo sagt ja auch, dass er seitdem ein besseres Leben führt. Ist er da vielleicht sozusagen, also das ist ja, heute ist es ja, naja gut, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen in diesem Let's Play, selbstverständlicher als noch vor 20 Jahren, aber also hier, da dürfte das ja wirklich noch vielleicht eine Todsünde sein oder so etwas. I love him, but I wish he wasn't so attached to that place. Ja, guck mal. Emily is so nosy, I worry that she might follow me and discover the truth about Jimbo. If we moved around, I wouldn't worry, but with him, it's always the Crimson Cat. I really shouldn't complain, though. What we have is something truly special. Well, it seems that our best hope of finding this Jimbo character is to visit the Crimson Cat. Genau. Da wollen wir dann auch mal gleich hingehen. Gucken. Let's see. March 11th, 1844. I must have eaten something last night which didn't agree with me because I've had a terrible case of the runs. Probably best to skip this. Agreed. Okay. Gut, dann haben wir den nächsten Hinweis und machen uns auf den Weg. Crimson Cat. Gucken wir mal. Wer kann uns jetzt sagen, wer Jimbo ist? Beg your pardon. Your name wouldn't happen to be Jimbo, would it? Yeah? Who's asking? Ah, Miles Fordham, private investigator. Can a guy enjoy his shore leave without being harassed by the law? I've done nothing wrong. I didn't say you had, and I'm most certainly not the law. I just want to ask you a few questions. All right, fine. so Jimbo. Where does the name Jimbo come from? It's just a nickname. My real name's James Bowcroft. JB. Das, was auf der Waffe steht. And what is it you do? Aber wie gesagt, nur weil eine Waffe benutzt worden ist, heißt das nicht, dass er geschossen I'm hat. a sailor. I thought you detective types were supposed to be extra observant. Mhm. Shouldn't you be able to tell me what my occupation was just by looking at my fingernails? Sorry to disappoint. Perceptiveness is important in my line of work, but I'm also just a man. I think perhaps Jimbo has been reading too many of those detective stories in Brentwells.
Do you have any opinions about the recent election? Not really. I'm usually away at sea, so I don't keep up with politics. The sea's got her own laws. Anyway, I can't vote, so it's really none of my concern. But you're still affected by the decisions the Prime Minister makes. Not very fair, is it, Mr. Fordham? Weil er Seemann ist oder weil er schwarz ist? Ich meine, beides würde keinen Sinn machen. Und ich glaube auch in den USA zu der Zeit nicht, oder? Wann war denn der? Ach, Moment. Ich habe die Geschichte der USA nicht genau im Kopf. Ah, es kann natürlich trotzdem. No, I suppose it isn't. Bedrückend. You know Ronan the Spey? I knew him, yeah. Ich kannte ihn. Er weiß das also schon. Knew him? He and I haven't spoken recently. In about a month, actually. Things didn't go so well last time. How do you mean? Let's just say we didn't part on the best of terms. He made it very clear that he didn't want to speak to me again. Were you aware that Ronan was murdered? Hm? What? No, when? What happened? He was shot outside a tavern in Chumley 4 nights ago. Chumley? What was he doing there? I was hoping perhaps you could tell me. I honestly don't know. Ronan hardly went out, and he especially never crossed the river. Why was that? I think he was just too scared of the world to go out and see it for himself. He was happy enough reading about it in his books or collecting things I brought him back from my travels. Honestly, that's what I liked most about him. He was just an average, boring man. It was just the sort of balance I needed in my life. Tatsächlich glaube ich, dass ich dieselbe Funktion für meine Freundin habe. Die ist immer sehr viel unterwegs, muss sehr viel aufregende Dinge tun. Ich bin mehr so der Dude, der zu Hause hängt und ab und zu mal in die City geht, aber auch gerne in seine Stammrestaurants, so sich mit denselben Leuten umgibt und sehr geerdet. Also, ja, interessant, das hier immer aus einer anderen Perspektive zu sehen. That's pretty much the exact same reason I always enjoyed working with you, Miles. Der dritte, okay. Ja. You and Ronan had a special relationship, didn't you? Mr. Fordham, we're in an underground club. You don't have to tap dance around it. Yes, Ronan and I were a couple, at least up until last month. What happened, if you don't mind me asking? We had a misunderstanding. Ronan thought I had been seeing someone else. He was extremely jealous. I tried to explain that he had it all wrong, but he wouldn't hear me out. I was going to give him some time to cool off, but, well, that's not going to happen now, is it? Ne, ich glaube, war es nicht. If it's any consolation, I found a letter you wrote him, which he still kept in his desk. Damn. Thank you for telling me that. Da war das nicht. Thank you for your time. You're welcome. Something tells me we've reached a dead end. You should give Mrs. Morgan the bad news. Wir haben noch ein paar Pfeile im Köcher. Hello, and welcome to the Gripsome Taxidermy Shop. Please let me know if I can be of service. I wonder how many people it took to bring down this brute. There's a small button on the base. Just when I thought I'd seen it all. What will they think of next? Das ist ein Animatronic. Is that supposed to be a lion? Reminds me of the one in the Dupre house, except that one actually looked alive. There's a small button on the base. Welcome to the Gripsome Taxidermy Shop. Mein Gott. Please enjoy our displays and be sure to consider us for all your taxidermy needs. Just a reminder, we stuff animals only. Hippokrates. Muss ich immer sagen, wenn ein Papagei in irgendeinem Spiel auftaucht. Ein Tukan hier vorne. Witzige Story. Als wir in Kolumbien waren, mein Freund und ich, haben wir so eine Dschungeltour von so einem Typen, der halt dort in, was war denn das, Bogotá gewohnt hat, gebucht. Der Typ hat da irgendwie früher mal gewohnt, dort im Amazonas, und ist dann irgendwann in die Stadt migriert so und bietet jetzt halt so eine Tour an. War ganz cool. Seine Mutti hat immer gekocht für die ganze Bande. Also die ganzen Leute, die er da mitgenommen hat, war super lecker, super cool.
Und wir sind dann losgezogen. Und wir haben tatsächlich einen einzigen Affen gesehen in dieser Dschungeltour. Ansonsten war das tot. Richtig tot. War richtig geil so von der Natur her, aber es war einfach nichts zu sehen. Gar nichts. Ja, und dann sind meine Freunde und ich danach weitergereist an die Grenze im Norden, nach Capo Gana, so nach so einer Grenze zu Panama. Und das ist zum Beispiel so abgelegen, dass da auch keine Autos fahren dürfen. Da dürfen halt nur so ja, Mofas fahren. Das ist das höchste der Gefühle. Und da waren wir, habe ich ganz andere Sachen noch erlebt, aber da haben wir tatsächlich 25 Affen in so einer Herde, in so einem Rudel an den Bäumen gesehen. Und eben auch meinen ersten Tukan habe ich gesehen. Der saß da irgendwie so in den Bäumen und hat da gechillt. Und da war ich so glücklich, dass ich zum ersten Mal im Leben einen Tukan gesehen habe, weil ich die mit den coolen Schnäbeln immer so witzig fand als Kind. Ja, ganz kleiner Exkurs. I was wondering if you might answer some questions for me. Of course. What can I help you with? Anything you can tell me about the shop? Plenty. This is New Bretagne's most sophisticated taxidermy shop. Unlike other taxidermists, we work with modern technology to get results they could only dream of. What does that mean exactly? Using steam tech, we are able to create the illusion of life in these beasts. Just take a look at our floor samples. The parrot and gorilla are two of our finest works. They really speak for themselves. Well, the parrot does at least. I think it would frighten our customers if the gorilla did too. Ja. And once ethericity is harnessed as a viable source of energy, we'll get even better results. This guy is way too excited about bringing dead things back to life. Yes. Fast. So how did you get this job? Oh, it isn't a terribly exciting story, I'm afraid. I just saw an ad in the Gazette for a clerk position. I never expected to learn so much about taxidermy. I'm sure he's amazing conversation at parties. Any thoughts on the recent election? I'd really rather not talk about it. I don't know how the people of this country could put someone like Hart Leroy in charge. I know what you mean. Leroy may be a champion of the common man, but Atwood's vision for the future is more important right now. Ich sehe natürlich, dass die Arbeiter müssen natürlich ein gutes Leben haben, weil das ist der Backbone der Gesellschaft. Das muss natürlich. Aber Technologie zu verteufeln ist einfach nicht der richtige Weg. Man muss sie nur richtig einzusetzen wissen, oder? Ja. I couldn't agree more. Leroy wants to forsake all the technological advances of the last decade and take us back to the Dark Ages. Ja, das ist schwierig. Er hat's perfekt zusammengefasst, ja. Next thing you know, he'll be bringing slavery back. Ah, die gibt's auch nicht mehr. Warum durfte er dann nicht wählen? I doubt he'd go to such extremes. Perhaps we should drop the subject. I get a bit passionate when it comes to these sorts of things. Ja, ich kann auch nicht mehr über Politik diskutieren, ohne auszuflippen. I was told Ronan Lespay works here. Do you know him? Ronan? Yes, of course. That is to say, I know he works here. I haven't had much interaction with him. He mostly keeps to himself. Does he have an office or workspace I might have a look at? Now, wait just a minute. Why would I let some random stranger off the street in to look at an employee's workspace? Because I'm a private investigator and I'm trying to get some information. Well, even if that is the case, I'm afraid you're out of luck. Ronan does have a workspace, but it's completely bare. He doesn't keep anything here. Were you aware that Ronan was murdered 4 nights ago? I had no idea. That's what I'm currently trying to find out. Do you know if Ronan had any enemies? Anyone who might want to do him harm? No. As I said, I didn't speak with him much, or know much about him. But now that I think about it, I did notice a strange man waiting around outside the shop a few days ago. Tell me about this strange man you saw. At the time, I didn't think much of him, but the more I recall, the more I realize he was being very suspicious. What did he do? He just stood outside across the street, but he seemed to be focusing on the building. It was as though he was waiting for someone. Do you remember what this man looked like? I didn't get a very good look at him, but I do remember some things. Okay, merken wir uns. He was tall and had a heavy build, like a boxer or a dock worker. He had a beard, I think, or mutton chops at the very least. Bisher passt alles auf JB, also Jimbo. And as far as I can recall, he was wearing all black. He also had on some kind of cap. I'm sorry I can't give you a better description, but that's all I was able to distinguish. My eyesight isn't very good, I'm afraid. It'll have to do.
Thank you for your help. Mhm. Thank you for your... Gut, hier werden wir nicht viel finden. Gucken wir nochmal in die Karte. Und sprechen nochmal mit ihm hier. He won't have it. Okay. Und hier kriegen wir immer noch nichts hin, ne? No answer. Okay, ich habe gerade überlegt, aber Koteletten hat er ja auch angekündigt dafür. Oh, ich sehe gerade, wir sind über unserer Zeit, liebe Freunde. Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal und ciao mit V.